Hi, als Einsteiger kann die Flut an Infos zum Thema 3D-Druck ziemlich überwältigend sein. Ich nehme dich mit in meine Praxis als Anfänger mit dem A1 Mini. Ich stelle die Probleme und Lösungen dar, die mir als erstes über den Weg gelaufen sind. Wahrscheinlich wirst du auf die gleichen Dinge stoßen, auch wenn du dich für einen anderen Drucker entscheidest. Willkommen bei Toolsinnig. Nachdem meine Startrolle PLA-Filament aufgebraucht war und ich keine Probleme mit dem Material festgestellt habe, habe ich ein Nachfüllpack besorgt. Es macht in meinen Augen komplett Sinn, vorhandene Spulen weiter zu benutzen. Wenn man ein paar Kleinigkeiten beachtet, gelingt das Nachfüllen auch ohne, dass einem die Wicklungen um die Ohren fliegen. Günstiger ist es natürlich auch, die Spule zahlt man ja schließlich mit. Das Wichtigste ist, die Haltebänder des Nachfüllpacks nicht zu entfernen, bis alles sicher auf der alten Spule sitzt. Die meisten Spulen sind mit einem Bajonettverschluss zu öffnen und zu schließen. Eine Hälfte verfügt über eine Nase, die ihr Gegenstück im Kern des Nachfüllpacks findet. Die beiden gehören natürlich ausgerichtet und so kann sich der Kern nicht mehr lose auf der Spule drehen. Dann kann die Spule auch schon wieder geschlossen werden. Ich rate für den nächsten Schritt, ein Stück Filament vom Pack abzufädeln und das möglichst fest an der Spule selbst zu fixieren. Ich denke, alle Spulen haben dafür am Rand Löcher, die den Anfang der Filamentrolle stramm unter Spannung halten. Im Grunde war es das auch schon und die Haltebänder können entfernt werden. Bei meiner Startrolle hat sich ein einziges Problem gezeigt. Filamente sind hygroskopisch und nehmen Feuchtigkeit aus der Luft auf. Zu hoher Wassergehalt führt zu Verpuffungen beim Schmelzen des Materials und zu verschiedenen schlechten Ergebnissen. Das wusste ich durch meine Eingangsrecherchen bereits, aber nicht wie schnell und ab wann das wirklich Probleme machen kann. Manche berichten davon, dass ein einfaches PLA-Filament auch nach 12 Monaten oder länger offen gelagert keine Probleme macht. Aber was tun, wenn doch? Ich habe für das Verdrucken meiner ersten Rolle ungefähr 4 Monate gebraucht, was wahrscheinlich gerade für einen Einsteiger schon ziemlich lang ist. Irgendwann hat bei mir die erste Schicht der Drucke einfach nicht mehr zuverlässig auf dem Druckbett gehalten. Das hat normalerweise 2 mögliche Ursachen. Ein verschmutztes oder besser gesagt fettiges Druckbett und da reichen genug Fingertapser schon aus. Meine erste Maßnahme war also, das Bett mit lauwarmem Wasser, einem sauberen Schwamm und ein paar Tropfen Spülmittel ordentlich zu putzen. Zur Sicherheit bin ich dann aber noch mit Alkohol mal drüber. Nein, nicht mit reinem Alkohol. Leider war das alleine nicht die Lösung und da sich auch das sogenannte Stringing, also Fädenziehen, gezeigt hat, ging ich davon aus, dass das Filament tatsächlich zu feucht geworden ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Material wieder zu trocknen, ohne spezielle Geräte dafür zu benötigen. Also es ist nicht zwingend kaputt. Man kann die Spule auf das vorgeheizte Druckbett legen oder wie ich es dann gemacht habe, mal ein paar Stunden bei um die 50 Grad in den Backofen packen. Anschließend habe ich das mit einigen Silika-Pads noch in einen Vakuumbeutel gepackt und noch ein paar Tage liegen lassen. Das hat dann auch geholfen und ich konnte den Rest der Rolle wieder einwandfrei drucken. Also wer nicht plant, eine Rolle in den ersten paar Wochen zu verballern, sollte vielleicht gleich passende Lagermöglichkeiten vorsehen. Das habe ich dann für meinen Filamentnachschub auch gemacht, ganz besonders, weil ich mit verschiedenen Materialien Erfahrungen sammeln möchte und die wahrscheinlich nochmal deutlich länger halten als einige Monate. Auch hier gibt es natürlich wieder eine Reihe von Optionen, mir gefielen aber einzelne Boxen mit integrierter Abrollung am besten. Die sind auch für relativ kleines Geld selber zu basteln. Für mich hat sich das aber nicht gelohnt und ich habe mir 3 fertige besorgt. Die haben bereits alle Features, die ich wollte. Ich kann das Filament aus 2 Positionen direkt aus der Box in den Drucker füttern, kann sie aber auch wieder komplett verschließen, weil die entsprechenden Stopfen gleich dabei waren. Als Trocknungsmittel habe ich Silikagel besorgt, das den Sättigungszustand durch die Färbung darstellt. Regeneriert, also wieder getrocknet werden kann und frei von Kobaltchlorid ist. Das war zum Zeitpunkt der ersten Videoaufnahmen noch nicht da, aber du wirst es später noch sehen. Bis dahin packe ich ein paar Päckchen aus verschiedenen Verpackungen aus der Vergangenheit mit rein.
Für ein paar Tage ist das besser als nichts, schätze ich. Ich habe ja nun einige Wochen nicht gedruckt. Mein Drucker steht im Moment noch im Wohnzimmer vor der Heizung. Während der Heizperiode zirkuliert da natürlich Staub. Der nächste Schritt ist also, den Drucker zu reinigen, und eine Grundwartung nach ungefähr 5 Monaten schadet mit Sicherheit nicht. Zuerst habe ich den gröberen Staub mit einem feinen Bürstenaufsatz abgesaugt. Egal, was du da zur Verfügung hast, einfach darauf achten, dass man keine Kratzer verursacht. Bevor ich die Achsen neu fette, kommt natürlich das frisch geputzte Druckbett runter, damit ich das nicht versehentlich mit Schmiermittel erwischen kann. Dann habe ich die Achsen selbst noch mit einem Küchentuch und ein paar Tropfen reinem Alkohol abgewischt, um Staub zu entfernen, der sich vielleicht in dem alten Fett und Öl abgesetzt hat. Da kam auch tatsächlich mehr ab, als ich vermutet habe. Für das Schmieren habe ich mir aus dem bisschen Filament, das bei der Lieferung mitkam, ein paar Helfer ausgedruckt. Das geht aber bestimmt auch ohne, oder man nimmt einen Strohhalm oder ähnliches zum Verteilen. Geeignetes Schmiermittel ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Ich starte mit der Y-Schiene des Druckbetts und der X-Achse. Für die Z-Achse müssen 2 Abdeckungen abgeschraubt werden, die notwendigen Imbusschlüssel dafür liegen dem Drucker aber ebenfalls bei der Lieferung bei. Auch hier habe ich mit einem gefalteten Streifen Küchenpapier und etwas Alkohol die Schraube von altem Fett und möglichem Schmodder gereinigt, neu geölt und das Schmiermittel mit dem passenden Werkzeug verteilt. Der A1 Mini weist nach 120 Betriebsstunden mit einer Meldung auf dem Display darauf hin, dass eine Wartung und Schmierung durchgeführt werden sollte. Je nach Umgebung, in der der Drucker steht, kann es aber sinnvoll sein, nicht darauf zu warten. Um nun alle Achsen mal automatisiert fahren zu lassen, habe ich einfach den Kalibrierungsmodus durchlaufen lassen. Mit Kalibrierung dauert das Ganze keine halbe Stunde. Mein Filamentnachschub ist da und ich kann es trocken lagern. Der Drucker ist frisch vorbereitet. Nun kommt für mich der spannendste Teil für heute. Für ein kommendes Projekt habe ich ein 3D-gedrucktes Gehäuse geplant, das ich aus PETG fertigen möchte. Hier ein kurzer Überblick mit den wichtigsten Unterschieden zwischen PLA und PETG, was die Materialeigenschaften und die relevanten Basics der Drucktechnik angeht. Da das Gehäuse im Außenbereich stehen wird und Funktionen wie einen Klappdeckel bekommen soll, ist da PETG mit seinen Materialeigenschaften absolut die bessere Wahl. Die höhere Drucktemperatur ist natürlich erstmal dem höheren Schmelzpunkt des Materials geschuldet. Die niedrige Druckgeschwindigkeit soll Fehler in der Haftung der einzelnen Schichten und Stringing vermeiden. In Kombination mit der höheren Druckbetttemperatur bedeutet das insgesamt auch einen höheren Energieverbrauch. Ob das nun für uns eine Rolle spielt oder nicht, ich wollte es erwähnt haben. Nach den durchweg positiven Erfahrungen mit unveränderten Einstellungen und dem Drucken von PLA wollte ich mit dem Ausflug in die Theorie und ein paar Details zur Drucktechnik doch langsam ein besseres Verständnis für die Technik an sich aufbauen. Nun ist es Zeit für einen kleinen Testdruck mit unveränderten Standardeinstellungen des A1 Mini, um zu sehen, wie sich das Filament, das ich besorgt habe, damit verträgt. Dazu habe ich mir einen Einkaufswagen-Chip ausgesucht. Völlig unspektakulär, ich weiß, aber irgendwie verschwinden die bei mir immer oder sind dort, wo ich sie nicht brauche. Und der kommt jetzt in meinen Geldbeutel. So. Ich denke, mit 2 Chips ein bisschen weiter auseinander und der Honigwabenstruktur könnte sich Stringing, das durch schlechte Einstellungen zustande kommt, trotz des einfachen Modells zeigen. Mal sehen. Soweit so gut. Wie sich das Material für das geplante Gehäuse macht, siehst du dann in einem der kommenden Videos.
Dazu habe ich mir auch noch eine besondere Variante von PETG besorgt und bin sehr neugierig auf die Ergebnisse. In Sachen 3D-Druck allgemein bin ich schon gespannt, über was ich als nächstes stolpere und nehme dich dann gerne wieder mit, wenn es eine Fortsetzung für dieses Video gibt. Ich werde irgendwann auch noch das flexible TPU-Material ausprobieren, da habe ich im Moment aber noch keine sinnige Anwendung und auch noch kein Material angeschafft. Ich verlinke dir hier meine Playlist zu allen Videos mit 3D-Druck-Schwerpunkten oder stöbere ein bisschen auf meinem Kanal und entscheide, ob du künftig per Abo und Glocke über neue Videos benachrichtigt werden möchtest. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.